tief im Herzen des Amazonas. Dort, wo die Bäume so dicht stehen, dass das Sonnenlicht den Boden nie berührt, kämpfte sich eine Frau durch das Unterholz. Ihr Name war Sarah. Sie war keine gewöhnliche Touristin. Sie war eine Archäologin auf einer verzweifelten Mission. In ihrer rechten Hand hielt sie einen Kompass, der ihr Sorgen bereitete. Die Nadel zeigte nicht nach Norden. Sie rotierte wahnsinnig, als würde sie versuchen, aus dem Gehäuse auszubrechen. Sarah wusste, dass sie dem Signal ihres Bruders nahe war, der vor 2 Jahren spurlos verschwunden war. Doch die Natur um sie herum fühlte sich falsch an. Die Blätter der Farne schimmerten metallisch und das Wasser im Fluss floss rückwärts. Plötzlich blieb der Kompass stehen. Die Nadel zeigte steil nach oben, direkt in die dunkle Unendlichkeit der Baumkronen. Es war eine physikalische Unmöglichkeit, die Sarah das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sarah hielt den Atem an. Über ihr, versteckt im dichten Grün, hörte sie ein Geräusch, das nicht in den Urwald gehörte. Das Summen von Motoren. Aber es waren keine Flugzeuge. Es klang wie tausende mechanische Insekten, die im Chor sangen. Ein Lied aus Metall und Strom. Sarah spürte, wie sich ihr Nackenhaar aufstellte. The Watcher wakes. Plötzlich knackte ein altes Funkgerät, das halb im Schlamm vergraben war. Eine Stimme drang aus dem Lautsprecher, verzerrt, aber unverkennbar. Es war die Stimme ihres Bruders Julian. Sarah! Geh zurück! Diese Stadt ist kein Ort für Sterbliche. Die Zeit hier, sie ist hungrig. Sarah hob das Funkgerät auf. Doch das Kabel war durchtrennt. Es gab keine Stromquelle, keine Batterie, kein Generator. Die Stimme kam aus dem Nichts. Julian? Keine Antwort, nur Rauschen. Und dann, das Summen kam näher. Die Archäologin folgte einem Pfad aus blauem Moos. Der Moos leuchtete im Dunkeln, als wäre er mit Sternenstaub bestreut. Der Pfad führte sie zu einem gigantischen Wasserfall. Das Wasser stürzte hunderte Meter in die Tiefe. Doch es erzeugte keinen Sprühnebel. Kein Gischt, kein Donnern. Es verschwand einfach in einem goldenen Leuchten hinter der Kaskade. Doch bevor sie den Wasserfall erreichen konnte, trat ein Schatten aus dem Gebüsch. Ein schwarzer Jaguar, größer als jedes bekannte Tier seiner Art. Seine Augen waren keine organischen Organe. Sie waren leuchtende Saphire. 2 blaue Sonnen, die Sarahs Seele zu prüfen schienen. Der Jaguar griff nicht an. Er saß da, wie eine Statue aus Onyx. Nur wer die Gier ablegt, darf das Licht der Ahnen sehen. Sarah zögerte. Ihre Hand umklammerte das Messer an ihrem Gürtel. Dann atmete sie tief ein. Sie legte ihr Messer und ihre Pistole auf den Boden.
Der Jaguar neigte das Haupt. Ein Moment der Stille. Dann verschwand er, wie Rauch im Wind. Sarah wusste, sie war geprüft worden. Und sie hatte bestanden. Hände hoch, Sarah. Ein rauer Befehl durchschnitt die Stille. Sarah wirbelte herum. Hinter ihr stand ihre eigene Expeditionseinheit. Männer, denen sie vertraut hatte. Männer, mit denen sie monatelang durch den Dschungel gezogen war. Doch ihre Gesichter waren jetzt maskiert. Und sie trugen schwere Sturmgewehre der neuesten Generation. Ihr Anführer, ein Mann namens Richter, trat vor. Er lachte ein kaltes, trockenes Lachen. Du hast uns direkt zum Tor geführt, Schätzchen. Wir wussten, dass nur ein Familienmitglied das Siegel brechen kann. Sarahs Herz raste. Ihr habt mich benutzt. Richter zuckte mit den Schultern. So nennt man das heute strategische Partnerschaft. Er stieß Sarah zur Seite. Sie fiel auf die nassen Steine. Richter starrte gierig auf das goldene Leuchten hinter dem Wasserfall. Stell dir vor, wie viel dieses Gold wert ist. Wir werden nicht nur reich sein. Wir werden die Welt kontrollieren. Sarah sah mit Entsetzen zu. Die Söldner präparierten das goldene Tor mit Sprengstoff. Sie wollte schreien, aber ihre Stimme versagte. Die Gier in ihren Augen war stärker als jede Warnung. Als der Sprengstoff detonierte, geschah nichts. Kein Feuer, kein Rauch, keine Explosion. Stattdessen schwang das goldene Tor lautlos auf, als hätte es nur auf eine Einladung gewartet. Dahinter lag keine Höhle. Es war eine Stadt. Eine Stadt, die über einem endlosen Abgrund schwebte, gehalten von Ketten aus purem Licht. Die Architektur war eine Mischung aus Inka-Ruinen und futuristischen Raumstationen. Türme aus Kristall, Brücken aus Sternenstaub, Gärten, in denen Blumen aus Licht wuchsen. Die Söldner stürmten voran, geblendet vom Glanz der Wände. Wir sind reich! Wir sind Götter! Doch Sarah blickte zum höchsten Turm. Dort stand ein Mann in einer einfachen weißen Tunika. Er sah aus wie Julian. Doch sein Blick war alt, unendlich alt. Er beobachtete das Chaos mit einer traurigen Ruhe. Die Zeit in dieser Stadt floss anders. Ein Atemzug hier entsprach einem Jahr in der Welt da draußen. Die Soldaten begannen wild um sich zu schießen. Die Stadtmauern begannen zu vibrieren. Richter schrie Befehle. Feuer! Vernichtet alles! Doch seine Kugeln erreichten ihr Ziel nie. Sobald sie den heiligen Boden der schwebenden Stadt berührten, verwandelten sie sich in Schwärme von blauen Schmetterlingen.
Die Gewalt wurde durch die Stadt selbst in Schönheit transformiert. Jeder Schuss wurde zu einem Flügelschlag, jeder Schrei zu einem Lied. Doch die Stadt forderte einen Preis für den Einbruch. Der Boden unter den Soldaten begann sich aufzulösen. Die Gier der Männer wirkte wie ein Gift auf den Lichtketten. Die Stadt fing an zu sinken, tiefer in den Abgrund, weg von der Erdoberfläche. Sie zerstören das Gleichgewicht! Sarah rannte durch die zerfallenden Brücken, durch die weinenden Türme. Sie versuchte, Julian zu erreichen. Sarah rannte über eine Brücke. Die Brücke zerfiel unter ihren Füßen zu Staub. Rechts und links sah sie Portale. Sie sahen aus wie flüssige Spiegel. In einem sah sie Julian als alten Mann, weißhaarig gebeugt allein. Im anderen sah sie ihn als Baby, in den Armen seiner Mutter, die vor 10 Jahren gestorben war. Die Stadt versuchte, die Zeit zu reparieren. Die Zeit, die durch die Soldaten gestört worden war. Richter und seine Männer alterten vor Sarahs Augen. Ihre Haut wurde faltig. Ihre Haare wurden weiß. Ihre Knochen wurden zerbrechlich. In nur wenigen Sekunden durchlebten sie Jahrzehnte der Qual. Richter streckte seine Hand nach Sarah aus. »Hilf mir!« Sarah trat einen Schritt zurück. Die Gier hat dich in die Falle der Ewigkeit gelockt. Sie wandte sich ab. Sarah hingegen blieb unberührt. Der Jaguar hatte sie als würdig gefunden. Endlich stand Sarah vor Julian. Er reichte ihr die Hand. Doch sein Körper war fast Sarah, durchsichtig. disculpe. Wie Glas, wie Rauch, wie eine Erinnerung. »Julian, komm mit mir!« flehte sie. »Wir können fliehen.« Tränen liefen ihr über das Gesicht. Doch Julian lächelte nur schwach. »Ich bin jetzt ein Teil des Mechanismus, Sarah. Wenn ich gehe, stürzt alles ein. Die Welt ist noch nicht bereit für diesen Frieden.« Sarah schüttelte den Kopf. »Aber ich kann dich nicht zurücklassen.« »Nicht schon wieder.« Julian trat näher. Er berührte ihre Wange. Seine Finger waren kalt, aber sanft. »Du lässt mich nicht zurück«, sagte er. »Du trägst mich in dir. Für immer.« Er gab ihr eine kleine, schwarze Box. Seine alte Kamera. »Erzähl ihnen nicht, wo wir sind. Erzähl ihnen nur, dass es noch Wunder gibt. Wunder, für die man nicht kämpfen muss.« Mit einer sanften Bewegung stieß er sie in ein leuchtendes Portal. Sarah schrie.
Dann wurde alles weiß. Sarah flog durch einen Tunnel aus Farben. Farben, die kein menschliches Auge je gesehen hatte. Klänge, die kein menschliches Ohr je gehört hatte. Ein Strom aus Licht und Zeit. Dann wurde alles dunkel. Als sie die Augen öffnete, lag sie am Ufer des Amazonas. Das Wasser floss wieder in die richtige Richtung. Die Vögel sangen ihre normalen Lieder. Keine mechanischen Insekten, keine goldenen Tore. Nur der Dschungel so still, wie eh und je. Sarah setzte sich auf. Ihr Körper schmerzte, aber sie lebte. Von den Söldnern keine Spur. Von den Gewehren keine Spur. Von dem goldenen Tor keine Spur. Die Dschungelwand war wieder geschlossen, als wäre sie nie geöffnet worden. Sarah hustete Wasser aus den Lungen. Sie klammerte sich an die Kamera in ihrer Hand. Ihr Körper zitterte. Nicht vor Kälte, sondern vor der Last des Wissens. Wochen später saß Sarah in ihrem Büro in Manaus. Die Behörden hatten die Suche nach den vermissten Söldnern eingestellt. Man nannte es einen bedauerlichen Unfall im unwegsamen Gelände. 12 Männer spurlos verschwunden. Keine Leichen, keine Erklärung, kein Interesse. Sarah betrachtete das Display der Kamera. Das Video war klar und scharf. Es zeigte Julian. Es zeigte die schwebende Stadt in all ihrer Pracht. Es zeigte die Wahrheit. Sie hielt den Finger über den Löschknopf. Sie dachte an die Gier in Richters Augen. Sie dachte an den Frieden in Julians Gesicht. Sie dachte an die Schmetterlinge, die aus Gewalt geboren wurden. Mit einer festen Bewegung drückte sie auf Löschen. Manche Schätze müssen verborgen bleiben, um die Welt zu retten. Sarah schaute aus dem Fenster. Der Regenwald erstreckte sich bis zum Horizont. Grün, undurchdringlich, geheimnisvoll. Sie wusste, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Denn sie war jetzt die Einzige, die wusste. Die Einzige, die gesehen hatte. Die Hüterin des goldenen Herzens der Götter.